Ja, aktuell macht der kleine Corsa von meiner Tochter Joanna ein bisschen Probleme. Und da schauen wir jetzt mal, was da los ist. Und zwar werden wir als erstes mal den Leppi anschließen. So Leute, was passiert? Ich bin jetzt runtergefahren von der Autobahn. Die Temperaturlampe blinkt. Ab ins Auto. Ja, Männer und Männerinnen. Jetzt haben wir mal ein bisschen gegendert. Wir werden jetzt hier mal schauen. Und zwar werden wir als erstes mal den Leppi anschließen. Und zwar ist hier der Diagnose-Stecker unten drin. Unter dem Teilchen hier. Ja, mal gucken, ob ich das aufnehmen kann. Ja, da ist er zu sehen. Und dann schließen wir erstmal den Laptop an und lesen mal aus, was der da rummeckert. Im Moment hat er keinen Fehler, aber die letzten Tage hat er ordentlich Probleme gemacht. So, dann stecken wir unseren China-Kracher mal da unten rein. Schauen wir mal, was dann passiert. Dann verbinden wir das mal mit dem Leppi hier, USB. Oh, richtig, gleich richtig rum. PC mal hochfahren. So, Verbindung steht, Lämpchen leuchtet, Zündung ist an und am PC, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hat er schon mal den Motor gefunden. Dann werden wir da mal Codes, Fehlercode auslesen. Aha, was steht denn da? Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage Random Multiple Cylinder Misfire Detected. Zylinder 2 Misfire Detected. Engine Coolant Temperatur Circuit Low Input. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal rausfinden, was das auf Deutsch bedeutet. So, der Motor ist jetzt kalt und beim Kalten hat er die Probleme nicht. Jetzt steht da ja, was stand da noch? Exhaust Gas Circulation. Exhaust Gas ist Abgas, ne? Fehlzündung. Zylinder 2 hat da Fehlzündung. Engine Coolant Temperature Circuit Low Input. Okay. Da stimmt irgendwas mit der Motortemperatur nicht. Vielleicht mit dem Sensor. Ja, jetzt fahren wir das Auto mal warm, eine Runde, und dann gucken wir mal, wie sich das ändert. Ich lösche jetzt noch die Fehlercodes, dann fahren wir eine Runde und dann schauen wir mal. So Leute, was passiert? Ich bin jetzt runtergefahren von der Autobahn, die Temperaturlampe blinkt. Wir hatten gerade hier 133 Grad. Und jetzt schauen wir mal vorne im Motorraum, was da so Sache ist. Gebläse läuft. Okay, also das Wasser ausgespritzt. Er hat das Wasser rausgejagt aus dem Kübel hier. Der Motor ist zu heiß geworden. Überdruck. Die Heizung wurde kalt. So, warum wird er auf einmal zu heiß? Ist übergekocht. Die Heizung hat kein Wasser mehr. Lüftung ist kalt. Es fehlt Wasser im System und er kocht über. Ja, Fehlercode haben wir jetzt keine drin stehen hier im Computer. Ich würde mal sagen, Zylinderkopfdichtung defekt. Was anderes kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Der Schlauch war undicht, die sind gefahren, der Motor ist überhitzt und ist die Dichtung durchgebrannt. Und jetzt, wenn es warm wird, natürlich wird er so heiß. Das kam aber ganz plötzlich. Der war die ganze Zeit im grünen Bereich und mit einmal, zack, ging die Temperatur hoch. So schnell konnte man gar nicht gucken. 100 Grad, 110 Grad, 120, 130. Und dann bin ich nur noch vorsichtig gerollt, im kleinen Gang, im hohen Gang und runter zur nächsten Tankstelle. Jetzt stehen wir hier bei der Radtankstelle
und lassen wir den Motor ein bisschen abkühlen. Dann werde ich mal ein bisschen Wasser nachkippen und vorsichtig nach Hause fahren. Temperatur haben wir jetzt 104 Grad. Ist immer noch zu heiß. Kocht noch das Wasser. Ich versuche mal so eine Wasserkanne zu bekommen, dass wir Wasser nachfüllen. Jetzt lassen wir mal laufen. Da habe ich so viel Wasser reingemacht. Heizung wieder aufdrehen, ach ist aufgedreht. Bläse mal an, warme Luft kommt. Computer geht aus. Wieder auf 100 Grad sofort. Ich würde mal sagen, Zylinderkopfdichtung. Oh ja, noch da rumliegen, haben wir wieder was zu tun. ...102 Grad. Das Gebläse läuft auch gar nicht hier. Oder? Doch, läuft. Alles klar. Fahren wir mal nach Hause. Kanne zurück. Ab ins Auto. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Eiskalte Luft aus der Heizung kommt. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Das Thermostat zumacht, wenn es so heiß wird auch, dass man sich hier die Finger nicht verbrennt. Müssen wir mal nachforschen. Ja, Männer und Männerinnen, mal ein bisschen gegendert. Ich bin jetzt zurück in der Garage, ein paar Tage später natürlich. Und ich habe ein paar Teile bestellt und die werde ich jetzt mal nach und nach austauschen, um an den Fehler dran zu kommen. Zunächst haben wir mal das Thermostat hier neu bestellt. Ich weiß nicht, ob das damals neu war, aber eigentlich habe ich alles, was hier mit dem Motor zu tun hat, neu gemacht. Machen wir nochmal neu. Original Opel hat gekostet 29 € bei eBay. Dann habe ich bestellt diesen Deckel, hat gekostet irgendwie um die 6-7 €. Das hatte ich mal bei meinem Omega, da war einfach da der Druck, irgendwie da ist ja so ein Überdruckventil drin, das war im Eimer. Das war einmal das und dann haben wir ja die Fehler im Bordcomputer, das AGR-Ventil. Da habe ich jetzt allerdings kein neues gekauft. Ich habe ja von dem alten Motor die ganzen Anbauteile behalten, was brauchbar war. Und hier war jetzt ein neues drin. Das schmeiße ich jetzt mal raus. Hier ist der Wasseranschluss, der geht da hinten zur Heizung. Hier habe ich das alte gute Gebrauchte, also es ist jetzt nicht schmodderig oder so. Hier ist der Wasseranschluss, der von der Heizung kommt. Das heißt, das wird auch hier der Wasserkreislauf sein. Hier haben wir die Abgase, die dann hier drüber gesteuert an dem Ausgang zum Krümmer wieder gehen. So, vielleicht ist das ja hier wie so eine Art, naja, sagen wir mal, Zylinderkopfdichtung defekt, dass hier irgendwie was durchgeht. Dass der mir hier, wenn das AGR-Ventil arbeitet, eventuell oder bei einer bestimmten Temperatur, weil das ist ja nicht von Anfang an, mir hier das Wasser reinjagt. Aber das sehen wir dann, wenn ich das abgeschraubt habe. Oder was heißt nicht das Wasser, hier den Druck vom Auspuff ins Wasser, dass wir da einen Überdruck haben. Das wäre jetzt einmal so eine Vermutung, die sein könnte auch eventuell. Dann machen wir als erstes mal das Thermostat aus. Was haben wir hier so? Das ist alles ausgelaufen. Was haben wir freigelegt? So, mit Schlüssel hier.
So sieht das aus. Hier 92 Grad steht drauf. Ja. Jetzt könnte man das im Kochtopf legen, kochendes Wasser rein. Dann müsste sich das irgendwann, wenn man es mit dem Thermometer überwacht, bei 92 Grad öffnen. So kann man das kontrollieren, ob es funktioniert. Verzichten wir jetzt mal drauf. Ich habe jetzt ein neues. So, hier haben wir das Neuteil. Opel X1, was ist das? X1,2 XEP. Da ist die GM-Nummer, falls es euch interessiert. Nehmen wir das mal raus. So, auch hier kann man wieder kontrollieren, ob die richtigen Temperaturen drauf sind. 92 Grad und einmal 107. Bei 92 öffnet es, bei 107 explodiert es anscheinend. Keine Ahnung. Hier ist auch wieder die Teilnummer nochmal eingeprägt. Da GM-Nummer. Gehen wir davon aus, dass das ein originales ist. So. Setzen wir jetzt da mal rein. Dichtung ist nicht dabei. Oh oh. Dann kann ich es ja gar nicht einbauen. Keine Dichtung Wasserpumpe. Das muss man separat kaufen. Jetzt haben wir schon ein Problem. Ja gut, schade. Dann muss ich erstmal eine Dichtung besorgen. Weil die andere, die ist mir zu platt gerückt. Wenn ich die jetzt da raushole, das wird niemals mehr dicht. Na, also, schade eigentlich. Ist das eigentlich auch ein Original GM-Teil? Oder ist das ein Zubehörteil? Nein, da sind keine Nummern. Das ist ein Zubehör. Jetzt bauen wir wieder Original ein. Aber muss ich eine Dichtung bestellen. Schade eigentlich. Dichtung brauchen wir nicht bestellen. Der Papa hat nämlich damals, als ich den Motor überholt habe, Steuerkette neu gemacht habe, Wasserpumpe neu gemacht habe, da ist ja eigentlich ziemlich alles neu dran, außen, alles was man tauschen kann. Habe ich so einen ganzen Dichtungssatz bestellt. Was ich nicht gemacht habe, war damals den Kopf runter. Ich habe sogar noch die Kopfdichtung, diverse andere Dichtungen. Und was soll ich sagen? Es war eine dabei, die genau für die Wasserpumpe ist. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die jetzt habe, die neue. Ja, machen wir da rein. Aber ich glaube, dieses Thermostat und die Wasserpumpe, das war eine Einheit damals. Dann habe ich die, müsste ich nochmal nachforschen. Und ich baue ja nicht ein altes Thermostat ein. Naja, jetzt haben wir eine neue Dichtung. Weiter geht's. Und Leute, falls ihr sowas mal nachmacht, nicht zu fest anziehen, ist nur Aluminium, ne? Am besten Drehmomentschlüssel, aber ich habe den nach Jahren Gefühl auch in der Hand. Bei wichtigen Teilen nehmen wir auch einen Drehmomentschlüssel, aber hier geht das auch ohne. Schlauch wieder drauf. Zack. Jetzt sitzt es so richtig. Thermostat getauscht. Jetzt tauschen wir hier das AGR-Ventil. Dann machen wir erstmal den Zündungsstecker ab, den Stecker ab. Dann werden wir hier diese Kabelhalterung lösen, raus. Dann haben wir die ganze Ecke schon weg. Dann können wir den Motorhalter wegschrauben. Wir müssen da unten dann diese kleinen Schrauben auch noch dran. Und dann ist das schon alles ganz gut freigelegt. Dann kommt man da schon gut dran. Als erstes haben wir mal die ganzen Stecker hier abgemacht, ausgehangen. Hier vorsichtig die Plastikklipse ausgehangen. Jetzt machen wir hier die 13er Schraube los, dann haben wir den Halter weg und dann kommen wir eigentlich überall einigermaßen dran. Hier ist noch so ein Massekabel, deswegen müssen wir es sowieso losschrauben.
Jetzt haben wir hier alles freigelegt. Schlauch ist ab. Kabel sind alle schon mal an der Seite. Jetzt müssen wir die 2 Schrauben lösen, dann die 4. Und dann kann man das schon abmachen. Und dann sehen wir die Bescherung. Jetzt kommt der große Moment. Jetzt nehmen wir alle Schrauben ab. Und dann will ich sehen, was da Sache ist, Leute. Okay. So. Sind das Spuren hier? Wollen wir Licht machen. Wo Wasser rübergegangen ist. Ventil sieht sehr sauber aus. Dichtung klebt noch dran. Holen wir die mal raus. Aha. Also eindeutig sagen kann man es jetzt nicht wirklich, ne? Jetzt haben wir hier schön die Flansche alle sauber gemacht. Man sieht ja auch bei dem älteren Modell, da ist gar nicht so viel Schmuck drin da. Dann gehen wir vielleicht noch mal durch. Jetzt haben wir hier wieder alles zusammengebaut. Gabel, Stecker, alles wieder eingerastet, nichts vergessen. Getriebestecker, Lambada-Sonde, AGR-Ventil, Zündung, alles wieder schön zusammen. Jetzt kommt als krönender Abschluss der neue Deckel hier drauf. Ja Leute, das ist alles, was mir so in den Sinn kam. Thermostat, dann der Fehler mit dem AGR-Ventil und die Erfahrung mit dem Deckel für den Ausgleichsbehälter. Ja, von meinem Augenhänger her. Haben wir jetzt mal getauscht. War jetzt nicht so die große Geschichte. Den Motor, ich finde es echt schade, den habe ich vor 2 Jahren komplett revidiert. Was heißt revidiert? Also komplett überholt, Steuerkette neu, alle Dichtung neu, Getriebe neu abgedichtet, Motor neu abgedichtet, komplett volle Programm. Dass der jetzt schon wieder so aussieht, die ganzen Flansche und so nach 2 Jahren, ist schon schade. Aber ist halt so. So, und jetzt machen wir gleich mal da Kühlerflüssig rein. Kühlerflüssig? Ne, wir machen erstmal nur Wasser rein, weil sonst, wenn es wieder rausspritzt, habe ich ja das teure Zeug auf der Straße liegen. Dann lasse ich es lieber nochmal ab und fülle es dann auf mit dem Frostschutz. So, das machen wir jetzt als nächstes. Da habe ich immer gesagt, in meinem nächsten Leben will ich Motorenbauer werden. Ja, aber warten wir mal ab, was jetzt da rauskommt. Machen wir mal das Wasser drauf. Probefahrt, schließe wieder den Laptop an, beobachte die Temperatur und drückt mir mal die Daumen. Jetzt schon mal. Das Video ist ja noch nicht zu Ende, aber drückt mir bitte die Daumen und Daumen hoch natürlich sowieso, dass meine Reparatur gefruchtet hat. Ne? Das ist ja das Wichtigste. Okay, schauen wir mal, was unser BMW wieder macht. Da steht ja jetzt auch schon wieder eine lange Zeit. Und dann muss ich die Scheibe noch reparieren. Sofort da, super geil. Scheint zu helfen. Das Additiv für die Hydrostößel. Alle Achtung, hätte ich nicht gedacht. Jetzt schließen wir mal hier den Laptop gleich an, lassen ihn warm laufen, kontrollieren mal die Temperatur. Jetzt haben wir mal hier den Laptop wieder angeschlossen. Lesen wir mal Fehler aus. No DC%. Coolant Temperatur 76 Grad Celsius, 77. So, dann müssen wir mal die Heizung hier aufdrehen, dass wir auch das Wasser hier reinkriegen gleich. Und irgendwann bei, was haben wir vorhin gesagt, 92 Grad müsste das Thermostat öffnen.
Nur müsste das warme Wasser in die Heizung reinkommen. Und dann müssen wir vorne wieder Wasser nachfüllen. Kann man ja jetzt hier auch noch fühlen an den Heizungsschläuchen. Rein, raus. Sind beide noch kalt. Das heißt, wenn der hier freigibt, geht hier hinten von dem Heizungsschlauch, der muss dann warm werden, der sitzt da hinten. Dann geht es in die Heizung. Das passiert aber erst, wenn das Thermostat hier aufmacht. Mit dem Bimetall bei 92 Grad. Was haben wir jetzt? 84. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. 89 haben wir jetzt. 90. Schauen wir mal, wie genau das funktioniert. Müsste jetzt jeden Moment passieren, aber ich gehe jetzt vorne schauen. 91. Müsste jetzt hier das Wasser weniger werden und die Schläuche müssen mal warm werden. Noch ist alles kalt. Läuft über hier, okay. Mal zudrehen und normalerweise kann man es auch offen lassen erstmal. So, ja, Temperatur 90 Grad, 91. Scheint zu funktionieren. Heizung wird warm. Gebläse. Kommt warme Luft oben an. Okay. Schauen wir mal, wie es im Motorraum aussieht. Ja, Schläuche für die Heizung sind jetzt beide heiß. Vorlauf, Rücklauf. Bleibt ein bisschen ungeduldig. Aufgespritzt ist hier noch nichts. Wird heiß. Ist heiß. Hier ist es auch ein bisschen warm. Ich würde gerne mal reingucken. Ja, das Drucklauf ist im System. Zischt ein bisschen. Wasser ist noch drin. Sehr schön. Ich glaube, jetzt fahren wir mal eine Runde und checken das mal ab. Wir fahren jetzt auf der Autobahn. Nebendran der Laptop. Wir haben 90 Grad. Vorhin ging er einmal ganz kurz hoch bis auf 105 und dann sofort wieder runter. Da hatte ich schon Angst. Aber mal noch ein bisschen weiter. Geben wir mal ein bisschen Gas hier. Hier ist 100. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir wieder diese 102 Grad. 104. Jetzt noch wärmer. Bin jetzt von der Autobahn abgefahren. Jetzt geht er wieder runter. Jetzt halte ich kurz an. Logisch, weil ich bin an der Ampel. Ist 99, geht wieder runter. Müssen wir mal schauen. Jetzt fahre ich die gleiche Runde wie letzte Mal. Dann irgendwann ist er bei 113 gewesen und dann ging die Lampe hier vorne an. Ja, was soll ich sagen? Dumm gelaufen. Jetzt habe ich vorhin gar nicht mehr weiter gefilmt, weil ich stand da am Straßenrand. Und zwar war dann die Motorkontrollleuchte an. Den Fehler habe ich ausgelesen. War dann ist noch hier im Speicher. Random Multiple Cylinder Misfire Detected, Zylinder 2 Misfire Detected, Misfire Detected. Das war jetzt zum Schluss, danach habe ich es nochmal gelöscht. Das ist immer der zweite Zylinder und verschiedene. Random, das ist noch präsent. Das war jetzt zum Schluss, wo ich ihn abgestellt habe. Ja, gut, dann werden wir mal die Zündkerzen rausschrauben. Mal schauen, wie die aussehen. Mit meiner Endoskop-Kamera Light da mal in den Zylinder reingucken. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass die Zylinderkopfdichtung durch ist. Dann wird es mit Sicherheit noch einen Teil 2 von dem Video geben. Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt. Also ich habe jetzt das, ihr habt ja gesehen, was ich gemacht habe. Ursache für die ganze Geschichte war dieser komische Schlauch hier. Den haben wir hier. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das ist der kommt von der Heizung und geht vorne auf die Wasserpumpe drauf. Hier in der Mitte sieht man so eine Markierung. Da ist der oben an der Ansaugbrücke eingehangen. Und das ist runtergefallen oder war nicht richtig eingehakt.
Und dann hat das unten, hier sieht man schön das Loch, an dem Schalthebel gesteuert und hat sich mit der Zeit durchgesteuert. Oder durch die Vibrationen auch, logisch. Und dann war auf einmal kein Wasser mehr im Auto. Dann ist er wohl heiß geworden. Und leider hat dieses Auto ja keine Temperaturanzeige, sondern nur so eine Kontrolllampe. Aber ich habe beobachtet, die geht erst bei 113 Grad an. Die ist zwischendurch auch wieder angegangen. Ja, so viel zu dem Thema. Komischerweise ist die aber auch sofort wieder runtergegangen. An der Ampel ist mir dann auch wieder der Überdruck da gewesen. Dann ist das aus dem Überdruck aus dem Ausgleichsbehälter rausgelaufen. Kurz danach war es Temperatur wieder runter, wieder komplett auf 90 Grad, ganz normal wie es gehört. Ja, und dann war halt, lief er nur noch auf 3 Pötten oder 2, 3, unterschiedlich. Ja, und das, was da auf dem Display steht, habt ihr ja gesehen. Wenn sich einer da gut mit auskennt, kann ja mal in den Kommentaren unten was dazu schreiben. Schauen wir uns mal die Zündkerzen an. Hier die, okay, das ist Zylinder 1, Zylinder 2 und da kann man sehen, weiß nicht, seht ihr das hier? Es ist, ja, fokussieren kann man schlecht, aber die ist nass, da ist Wasser dran. 3 ist wieder okay, schön rehbraun eigentlich. 4 auch, guckt ihr das an. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn eine Zündkerze Wasser ist eindeutig nass. Ich habe es jetzt nicht nass gemacht oder drauf gespuckt. Zylinderkopfdichte. Dann wollen wir mal hoffen, dass da nicht noch mehr ist. Also Kopf ab, ganze Steuerkette wieder runter. Ja, ich schaue noch mal mit meiner Endoskopkamera da rein. Da wird man nicht viel erkennen, aber vielleicht kann man ein bisschen was sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es erkennen kann hier auf meinem Videobild. Da ist keine Speicherkarte drin, aber ich sehe, wenn ich es hier reinhalte, ist es ziemlich trocken. Ja. Hier reflektiert gleich das Licht, das ist nämlich gar nichts und sieht aus, wenn du auch schon von oben reinguckst, man sieht Wasser. Ja, da spiegelt sich schon was. Die anderen, ja, sind auch gut. Dann kann man einigermaßen erkennen. Also ich sehe es hier schön auf dem Bildschirm. Da ist auch okay. Ein bisschen Schmodder da an der Seite. Keine Ahnung. Sind die Fehlzündungen. Und da steht da voll Wasser. Okay. Also Kopf ab. Schön sauber machen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen konntet. Ich habe es gesehen auf dem Display. Wasser im zweiten Zylinder. Daher auch die Fehlzündung im zweiten Zylinder. Krümmer muss ab. Ich glaube, ich werde einfach den Motor wieder rausnehmen. Ich glaube, das ist das Einfachste bei der kleinen Kiste. Habe ich ja schon mal gemacht. Das sind vorne da ein paar Schrauben an den Stoßstangen, Antriebswellen rausziehen, dann den Motorböcke ab. Da hast du die ganze Geschosse da draußen. Die 3 Kabel, die da am Motor sind. Ja, macht auch nichts. Dann kann ich schön hier am Bock schrauben, kann alles fertig machen. Wieder reinmachen, dann kann man schön die Steuerzeiten einstellen und so weiter. Bei der kleinen Kiste, ich glaube, ich nehme den Motor wieder raus. Schauen wir mal. Sicher bin ich mir noch nicht, aber ich denke doch.